Heute eine ganz kleine Ballade mit der Maschine und avec Romain. Bonjour Romain. Bonjour, le petit nouveau. Let me tell you a Der story. Romain ist ein Freund vom Yannick und auch ein alter Radfahrerkumpel, und er ist gekommen von der Metropole aus Paris. Paris? 150 km au sud de Paris. Ah, und jetzt laufen wir halt heute zu zweit hinterher. Und unser Maître, der läuft voraus. Dieses Flussbett hatten wir schon einmal von der anderen Seite herkommend überquert. Der Zyklon Garance hat hier die Brücke weggerissen und insofern muss man jetzt durchs Flussbett gehen. Und aus dieser Perspektive sieht man einfach mal, was für Massen dort auch bewegt wurden. Diese riesigen Steine, die von oben von den Bergen mit runtergetragen wurden und in der anderen Richtung bis ins Tal gingen. Je te fais passer par un autre sentier. La dernière, on est passé là-bas. Oui. Attends. Und weil wir nicht so viel Zeit hatten, heute also eine Abkürzung gegenüber dem letzten Mal. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier runtergegangen sind, aber jetzt gehen wir das alles hoch. Und der Pulsvergleich erbrachte einen Wert von 97 gegenüber 146 bei mir. Hier ist herrlich zu gehen. Là aussi. Toi, Romain, attends pas. Attends. J'attends pas d'être allongé par terre pour boire. Voilà, attends pas. Hein. Même si t'as pas trop chaud, mais bon. Hein. Mais j'ai pas la force d'aller chercher ma gourde derrière. C'est comme en vélo, ça. Hein. Ah oui, oui. Quand il fait un peu frais, on voit pas du tout. Et après, c'est trop tard. Und vorhin kamen uns ein paar ältere Herrschaften entgegen und grüßten uns. Bonjour les jeunes. Ja, da fühlt man sich dann gleich ganz jung. Aber wenn der Gegenüber schon 80 ist und springt wie ein junger Hupfer, dann relativiert sich das wieder. Aber es ist ganz entspannt und es ist auch ein toller Weg, den wir im Übrigen auch schon mal in die andere Richtung gegangen waren, wie mir Yannick später erzählte. And don't forget, please like my videos, subscribe to my channel and hit the bell. Und so gingen wir weiter, ganz entspannt in dieser malerischen Landschaft. Und weiter geht's in Richtung Colorado, hoch zum Meteo. Und von da dann wieder runter. Ganz entspannt. Und nachdem ich vor lauter Naturschönheiten einfach stehen geblieben war, musste ich einen kurzen Zwischensport einlegen und hatte sie dann aber auch bald schon wieder eingeholt. Ich hoffe, man hört die Vögel im Hintergrund. Es ist ganz still. Hört nur unsere Schritte. Und ich finde, gerade bei diesem Trail heute sieht man ganz schön, wie die kleinen Klimazonen tatsächlich auch die Vegetation beeinflussen, so dass es immer abwechslungsreich ist, feucht, grün, saftig, dann eher wieder trocken, kleinere Büsche, hohe Bäume in einem Wechsel, dass es einem wirklich nie langweilig wird. Hier ist die Domaine Florieuse, Picnic Area. Hier war ich auch noch nie, aber die wird wohl sehr genutzt. Liegt hier auch sehr idyllisch. Man hört es im Hintergrund, die Freischneider. Die machen hier jetzt wieder alles hübsch. Man sieht hier auch, wie sie dann stehen lassen, so dass du die Wege hast und gleichzeitig aber auch die Vegetation, die man braucht. Weil sonst kannst du ja gleich auf den Golfplatz gehen.
Dann kam auch schon die Wegzehrung Guyavier. Die sind im Moment überall am Wegesrand Und hier sind die überall roten. zu finden. Tu vas voir la différence. Probiere ich die mal, ob die anders schmecken. Oh. Ja, T'as le rouge. Weiße und rote direkt nebeneinander. T'as les deux. mais C'est bon aussi? oui, différent. C'est différent. Différent. Il y a beaucoup plus le rouge que le blanc. Mhm. Ja. Ja, wir laufen jetzt schon, denke ich mal, 1,5 Kilometer auf dieser A41. Das ist die Straße, auf der ich immer mit dem Motorrad fahre, um an den Strand zu gelangen, in Richtung Le Port. Und ja, das ist halt dann auch immer so krass. Das hier ist der Rest von einem Auto. Das schmeißen die dann einfach an den Wegesrand und hoffen, dass dann der Müll das mitnimmt. Aber das ist ja kein Sperrmüll, also liegt es da. Und das sieht man ja, dass das hier so schon ganz schön lang verrottet. Nebendran ist das Grünzeug, das wird abgeholt, einmal im Monat. Und auch der Sperrmüll wird abgeholt, einmal im Monat. Also den kann man hier immer an die Straße legen. Das wird auch regelmäßig und gut gemacht. Aber das ist nicht schön, da könnten die hier noch einiges machen auf der Insel. Und da auch, sage ich mal, ein gewisses Bewusstsein entwickeln in Teilen, dass es halt liegen bleibt, wenn es kein anderer wegräumt. Und insofern kümmert man sich doch selber um seinen eigenen Scheiß. C'est les fleurs. Les abeilles ils viennent dessus. Das sind die Blüten. C'est pas. Ich habe erst gedacht, das seien Bienenwaben, aber das sind die Blüten. Ist das ein Fruit? Ça, c'est un arbre, le vacois. Là, tu as les fleurs. Oui, Les abeilles viennent dessus oui, pour aller dans la ruche. oui. Et ensuite, ça fait des fruits. Et les fruits pour manger? On fait des légumes. On fait des achats avec. Und es ist tatsächlich so, dass sich dort Früchte bilden, die dann wiederum wie ein Gemüse, wie kohlartig verarbeitet und gegessen werden. Bienenwaben, weil da auch so viele Bienen sind. Tiens, Franck, Oui. avec les feuilles. Avec les feuilles, on fait des paniers, on fait des vannes, des chapeaux. On fait de tressage. Aber das ist längst nicht alles, denn mit den Blättern werden unter anderem Hüte geflochten oder auch Ja, Körbe. das ist schon ein wahnsinniger Unterschied, wie man das spürt, wenn man hier an der Straße entlang läuft. Jetzt, was weiß ich, 3-4 Kilometer bestimmt schon. Das geht ganz anders auf die Knochen als der Lauf durchs Gelände. Auf die Gelenke vor allem, ich merke es muskulär und an den Füßen auch. Und das sind Dinge, die spüre ich im Gelände nach 20 Kilometern nicht. Hier sieht man an der Seite auch mal ganz schön, da kann das Wasser dann abfließen, wenn es hier diese wahnsinnigen, kurzen, heftigen Regenfälle hat. Und dann fließt das Wasser seitlich ab, damit es nicht alles überschwemmt und natürlich auch, wenn es Geröll und Zeug mitbringt von den Bergen, dann bleibt es auch da drin hängen. Und immer wieder sieht man Schäden durch Garants, wie hier dieses Haus, das oben unbewohnbar ist. Der ganze Hang ist abgerutscht. Und auch hier ein paar Schritte weiter das gleiche Bild. Romain wollte jetzt unbedingt nach Hause und legte deshalb einen Zahn zu, ohne aber zu merken, dass wir bereits abgebogen waren, um nur noch eine Abkürzung zu nehmen. Ah, ja, hier waren wir schon mal. Romain, viens. Tu peux t'asseoir là. Comme tu avances plus du tout. Voilà. Tu peux récupérer. Et ici la nouvelle résidence pour toi.
La maison de campagne. Jusqu'à petite rénovation. Légère, oui. So, wieder mal geschafft. Montagne, genau hier geht's ab zum Jannik und seinem Haus. Hier war das auch, wo wir die Straßen freigeräumt hatten damals nach Garance. Und Distance étant 3 heures, 3 heures. 3h12, Mhm. 16 km 500. Wow, cool. Pas mal. Et Puls Très bien, mais plus bei mir 126, 126 le Puls. Et toi 90. 90. Voilà. Ok. Et Romain? Au maximum 60, 65. Ah, parfait, parfait. Bonne condition. Oui, excellent.